Bock auf richtig zarte Hähnchenspieße? Mit einer leckeren Saté-Soße und einem asiatischen Gurkensalat. Oh ja, schau dir das Video an. Auf jeden Fall. Tag zusammen. Hallo. Wir machen heute was mit Hähnchen und mit Reis. Hähnchenspieße. Sind so Saté-Spieße mit einer Erdnusssoße. Und dabei werden wir unsere Gürkchen aus dem Garten verwenden. Also, wer jetzt drauf geachtet hat, im Endeffekt haben wir die Gürkchen geerntet und dachten, was machen wir damit? Deshalb sagt man, komm, weißt du was, wir machen jetzt mal einen schönen asiatischen Gurkensalat und dann dabei Hähnchen mit Reis. Ja, das gibt ein tolles, schnelles Feierabendessen. Jo. Und im Endeffekt ist das Fastfood selbst gemacht. Richtig. Also, was du normal bestellen kannst, machen wir heute selber. Deshalb würde ich sagen, kommen wir mal zu den Zutaten. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal von hinten an und fangen an mit unserem Gurkensalat. Das heißt einmal unsere Gürkchen. Das sind richtig schöne Feste aus dem Garten. Asiatische Snackgurken. So schaut's aus. Jetzt muss mir was da alles dabei kommt. Bei den Gurkensalat? Ja. Da kommt gleich einfach nur ein bisschen helle Sojasauce dazu. Ja, die ist hier irgendwo, ja. Sesamöl, Agavendicksaft für die Süße, ein bisschen Reisessig. Minimal, das sage ich jetzt extra, minimal Schärfe in Form von Chiliflocken. Chiliflocken. Mein Mann übertreibt es nämlich damit ganz gerne. Und ein bisschen gerösteten Sesam. Die haben wir hier. Und das war es dann auch schon. Ein bisschen Zwiebel, bisschen Knoblauch und die Gürkchen. Also die meisten Zutaten sind wirklich für den Gurkensalat. Und wie heißt es, ja, dann Hauptdarsteller vom Fleisch her ist unsere wunderschöne Hähnchenbrust. Da haben wir hier eine Kikok-Brust, also ganz was Feines. Kikok-Hähnchen sind Hähnchen, die halt ohne Antibiotika aufwachsen. Und ja. Die sind auch ein bisschen anders gefüttert, ne? Ja, die haben, die ist wie so eine Maispolade. Sie werden mit Mais gefüttert. Also die wachsen wirklich, die leben auch länger. Also wir kürzen nicht ab, es schmeckt besser. Definitiv. Da schmeckt es wirklich einen Unterschied. Ja, wie immer Salz und Pfeffer. Dann für die Hähnchen haben wir hier immer noch ein bisschen Sojasauce stehen. Ist das Toppuccini? Ja, das ist die an der Seite. Also an der Seite hier, weil die werden wir gleich portionieren und dann werden die darin kurz angelegt und dann werden wir die auf die Spieße hier. Wir wollten eigentlich längere Spieße haben, aber Wettlebens spielt. Wir haben noch längere Spieße. Nein, hatten wir nicht. Wir haben nur die hier. Wir werden improvisieren und werden jetzt die kurzen Spieße holen. Ist einfach näher schöner, weil du kannst ja wirklich so ein Hähnchen so holen, dunkel in die Soße und so essen. Ist was Feines. Genau, aber der Hauptdarsteller bei dem Gericht heute ist ja wirklich unser neues Erdnusspulver. Richtig. Wir machen dabei eine Saté-Soße. Normalerweise machst du die mit Erdnuss, Butter und wie heißt es? Mehr Zutaten auf jeden Fall. Richtig. Und wir gehen heute den ganz feinen Weg. Richtig. Und nutzen das Erdnusspulver von unserem Partner, der Ölmühle Soling. Richtig. Und strecken das einfach nur mit ein bisschen Kokosmilch, nämlich auch mit einer guten Variante. Richtig. Im Endeffekt ist das hier Erdnussbutter instant. Da ist nichts drin außer Erdnuss. Da ist auch keine sonstigen künstlichen Sachen drin. Du holst dir die Menge, die du brauchst, rührst sie mit Wasser an, hast dann eine Erdnussbutter, wie du sie haben willst. Und dann kannst du die benutzen wie ganz normale Erdnussbutter. Das Schöne daran ist, du musst sie nicht lange lagern. Die ist ewig haltbar. Und du hast immer die Menge, die du brauchst. Und eine Erdnussbutter, eine normale, die wird irgendwann kritisch, die hier nicht. Und die hat nur halb so viele Kalorien. Das ist ja auch wichtig, ne? Und hast du die nicht, entweder guckst du bei der Ölmühle vorbei oder holst ganz normale Erdnussbutter. Punkt. Dann leckere Kokosmilch, auch von der Ölmühle, alles Bio. Ja, zum Anbraten noch ein bisschen, was ist das hier? Sesamöl. Sesamöl. That's it. Ja. Hört sich viel an, viel geredet. Wir fangen mal an, damit auch Essen wird. Ich habe nämlich Hunger. Ja, erstmal den ganzen Bums beiseite hier. Ja, jetzt haben wir hier unser Hähnchen. Unser Hähnchen eigentlich nur gerade mal parieren, also so, was du haben willst. Ich bin ein Fan davon. Hier ist immer so eine Sehne drin. Die hole ich immer raus, weil die ist nachher nicht lecker. So. Ja, da sind wir ein bisschen eigen, ne? Ja. Mit dem scharfen Messer ist ja kein Problem. So, ein bisschen hier. Boom. Aber das ist ja eigentlich jetzt auch so ein relativ gesundes Gericht, ne? Ja. Das Hähnchen ist gesund, der Gurkensalat, das ist auch okay. Ein bisschen Reis, okay, aber braucht man ja auch, ne? Richtig. Um richtig satt zu werden. Und wie gesagt, das Erdnussbutterpulver mit der Kokosmilch, also da gibt es auch Schlimmeres. Ja.
Ist wirklich sehr lecker. Und wenn das ein bisschen vorbereitet ist, ist er wirklich schnell gemacht. So, so Würfel? Ja, ne? Perfekt. So, ja, passt. Jetzt haben wir hier unser Hähnchen. Jetzt kommt daran unsere Sojasauce, Wieso eigentlich? weil die einen schönen Geschmack gibt. Das ist einfach unsere ganze Würze, die wir brauchen. Die gibt mir einen schönen Geschmack, die gibt mir eine schöne Farbe. Und wie heißt das? Das reicht schon. Aber zu lange sollte das jetzt auch nicht dazu Nein, liegen, also ne? so 20 Minuten, eine halbe Stunde reicht maximal, mehr muss nicht. Einmal schön umgerührt. So. Jetzt probiere ich daraus unsere Minispießchen hier zu machen. Relativ gleichmäßig. So. Ja, ungefähr so. Goldig. Das wäre jetzt eigentlich auch eine schöne Fingerfood-Idee, oder? Für so einen Ja. Geburtstag. Klar, Die Spießchen vorher gemacht, dann die Soße kalt angerührt. richtig. Müssen wir uns mal Keine speichern. Hexerei. Das ist Fleißarbeit, ne? Mhm. So. Klar, ohne Versauen geht es nicht, ne? Nee, wäre aber auch komisch, oder? Ey, guck mal, wie abbezählt. Gut, ein bisschen gedrückt jetzt hier, aber ja, perfekt. Ich mache kurz das Schiff, die kommen jetzt in den Kühlschrank und dann geht es weiter. Mal wieder absolute Präzisionsarbeit hier. Danke. Nein, Ich hast du dich schön, auch. nein, hast du schön gemacht. Ja, ich habe den Unterton gehört. Nein, 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 falsch. Ja, jetzt kommen wir zu unserem Gurkensalat. Oh, der muss auch ein bisschen ziehen. Und unsere Gürkchen hier. Erstmal die Köpfe ab, ne? Ja. Also auf die Gürkis bin ich besonders stolz. Wir hatten einfach so ein Saatpäckchen gekauft, asiatische Minigurke. Weil das einfach gut aussah, das Päckchen. Ja. Und dann haben wir einfach ein paar eingepflanzt. Und dann sind die wirklich so mega schön geworden. Am Anfang habe ich gedacht, da kommt gar nichts. Aber das waren so ein paar kleine Spätentwickler. Jo. Vor allem sind die schön fest geworden. Ja, und trotzdem in der Mitte nicht irgendwie holzig oder Ja. trocken. So. Entweder holen wir die jetzt einfach nur. Du kannst die jetzt natürlich noch Messer schneiden, aber ich bin ein Fan davon, gerade bei so Gurkensalat und sowas, da das alles einigermaßen gleichmäßig ist. Aber vom Mundgefühl. So, was haben wir hier? 4 mm? Ja, mach. Zeige ich dir vorher. So. Zu dick. 2 mm, die Hälfte. Bitte. Wunderschön. Gut. Viel besser. Also ungefähr. So. Viel besser. Ich schneide die mal schnell. So, jetzt haben wir hier unsere Gurke. Also schön gleichmäßig, wunderbar. Jetzt kommt da rein eine Zwiebel. Okay. Jawohl. Probiere ich das ein bisschen feiner zu schneiden. Einfach, dass den nicht stört. So. Ungefähr so feine Würfel hier. Aber da siehst du mal, wie unterschiedlich wir sind. Ich hätte das jetzt in Halbringe geschnitten. Nö, da wollte ich schon vom Ding. Ich hätte gerne ein bisschen feiner. Ja, und ich hätte sie gern gesehen. Hättest du was vorher was gesagt? Nein, Hätten wir drüber geredet. wenn ich das nächste Mal koche, mache ich Halbringe. Reden wird geholfen. Ist so. Ich habe doch nur gerade angemerkt. Aus dem Off. Aus. So. Passt aber auch heute richtig gut. Wir haben nämlich heute 31 Grad. Ja, ist nicht gerade so was Warmes, was Deftiges. Aber so ist das halt, wenn man für YouTube Videos macht. Manchmal passen die Gerichte super zum Wetter und manchmal kann man einfach auch aufs Wetter keine Rücksicht nehmen und produziert schon vor oder ähnliches. Ist Weil so. anders geht es halt auch einfach nicht, ne? Richtig. So. Jetzt haben wir hier unsere Zwiebeln drin. Jetzt kommt hier noch unser Knoblauch rein. Den pressen wir einfach ganz klassisch. Ist die einfachste Lösung.
So, jetzt musst du mir helfen. Im Endeffekt kommt jetzt alles rein, was hier vorne steht, ne? Richtig. Also, Aber pass bitte mit dem Chili auf. dann sag bitte noch mal kurz, was der alles ist. Das hier ist jetzt, Das kann ich jetzt so da drin nicht erkennen. Das ist Sesamöl. siehst du? Das hier ist Essig wahrscheinlich, ne? Ja, wenn es so riecht, dann ist es so. Reisessig, ja. So. Dann haben wir hier was anderes, noch ein Öl. Das Agavendicksaft. Agavendicksaft, okay. Das hier müsste Sojasauce sein. Ja. So. Dann unsere Sesamringe. Ein Teil davon jetzt, ein Teil näher drüber. Richtig. So. Chiliflocken, Dezent. dezent. Ein Teil davon jetzt und ein Teil daher bei mir extra drüber. Ja. So. Ich möchte nicht, dass es zweimal brennt. So, und jetzt die ganze Sache einfach nur unterrühren. Das dauert jetzt ein bisschen, dass wirklich überall auch was ist, weil sonst hat man ja wirklich so Spots, sage ich mal, wo dann nur eine Gurke mit 50 Gramm Chiliflocken ist. Das ist dann uncool. Aber das Glück hätte ich dann von uns beiden. Das ist genau wie bei Fisch. Da finde ich auch die eine ist die- Kräte, die es richtig. gibt. Ne? Das ist eine Kräte nicht gezogen worden und schon ist sie drin. Die hast Ja, du. und dann hör ich auf zu essen. Richtig. Wer kennt das Problem? Das geht dann einfach nicht mehr. Selbst wenn ich alles seziere und weiß, da ist nichts mehr, ich kann nicht mehr essen. Das ist dann mehr Fisch für mich. So. So sieht die ganze Sache jetzt aus. Und der kommt jetzt auch, bis wir näher brauchen, aber in den Kühlschrank. So, jetzt füllen wir gerade unsere Erdnusssoße an, sag ich mal. So, gut fest, ey. Oh, das ist gut versiegelt. Wir probieren jetzt selber uns mal aus. Ich würde sagen, wir holen mal 2 Esslöffel. Und sehen wir, wo die Reise hingeht. Bisschen Wasser drauf. Und dann mal schauen. Wir haben jetzt extra einen Glasbehälter geholt, damit jeder das sieht. Und ich mich auch schön versauen kann. Gut, das ist ja nichts Neues, ne? Ja. Aber das geht schon in die richtige Richtung. Ich mache mich noch gerade sauber, dann geht die weiter. So, die Konsistenz, die lassen wir jetzt so. Also soll so ähnlich sein wie eine Erdnussbutter. Das passt uns so. Jetzt kommt daran unsere Kokosmilch. Erstmal schütteln. Aha, lustig. Ich bin heute echt in der Wutz. Und jetzt schön verrühren. So, jetzt haben wir die ganze Sache verrührt. Ein bisschen Salz und Pfeffer, ne? Ich würde jetzt an deiner Stelle mal probieren, ob es überhaupt reicht. Okay. So, dann müssen wir uns erstmal selber mit anfreunden mit dem Produkt. Das ist geil. Reicht also der Erdnuss. Definitiv. Dann, Aber ist mal aber richtig Erdnussgeschmack. ja, da ist ja auch sonst nichts drin, ne? Ich habe mich nur gerade verschluckt. So. Ja, super. Töpfchen, da können wir die warm machen. Du wolltest gerade eben noch würzen. Ein bisschen Salz und Pfeffer, ja. Mach ich, wenn sie warm ist. Okay. Wir haben uns gerade entschieden, wir machen noch ein bisschen was dran. Meine Frau will erdnussiger. Ja. Also, Wenn du es schon Saté nennst, ne? ist ja okay. Dann muss da auch genug Erdnuss dran. Jetzt nehmen wir mal, also 4 Löffel. Wieder einrühren. Wenn das schön verrührt ist. Und dann wird sie gekocht. Also warm gemacht. Man kann ja ein bisschen andicken. Dann passt das. Und dann schmecken wir sie ab. So, jetzt haben wir hier ein Töpfchen. Kommt jetzt unsere Soße rein. Dann kann die warm werden. So, jetzt haben wir uns noch gerade unsere Frühlingszwiebel. Schneiden die mal gerade in feine Ringe. Weil die kommen näher über unseren Reis. Bisschen als Crunch, ne?
Ja, und damit es halt wunderschön aussieht. Und schmeckt. Erstmal schmecken, dann aussehen. Weil das ist ja so ein ungeschriebenes Gesetz. Frühlingszwiebeln müssen auf jedes asiatische Gericht. Sonst ist es nicht YouTube- oder Instagram-tauglich. Ja, aber manchmal treiben das ja auch, ne? Ja, Aber hier passt es halt schön. So, einigermaßen Ringe. So, den lasst ihr auch noch. Nachher die Uhr zu machen. übersetzt Reste machen. Oder Reste lassen. Richtig. Heißt bei uns Urze. So, jetzt habe ich hier unser Hähnchen. Die Pfanne wird schon heiß. Wir pinseln die Pfanne immer ein bisschen ein. Die sind zwar anti-Haft beschichtet. Die haben eine sehr gute Beschichtung, unsere Hoffmann-Pfannen. Einfach nur den Kontakt ein bisschen zu verbessern. Einfach mit unserem Sesamöl hier. Das duftet so gut. Total. Nur gerade ein bisschen hier. Geht aber besser gleich. Dann gehst du schön nach Grillmuster hin. Brauchst du nicht viel von. Das ist okay. Die Pfanne kann jetzt heiß werden. Ich mache die nur so auf 3/4 Hitze, nicht so viel, weil das Hähnchen soll ja auch durchgaren und nicht von außen nur schwarz sein und von innen noch hoch. Das will keiner, deshalb Pfanne vorheizen. Was man dabei sagen muss jetzt, die ist sehr hell. Das ist aber dem Produkt geschuldet. Wenn du eben das Pulver gesehen hast, das Pulver war auch sehr hell, ist halt 100% Erdnuss. Erdnussbutter, normalerweise ist ein bisschen mehr Farbstoff drin oder sonst was. Oder andere Nüsse. Klar, das ist noch eine andere Farbe. Deshalb, der Geschmack ist phänomenal. Also wirklich richtig schön nach Erdnuss, herrlich. Nur die Farbe ist halt anders. Ja, aber das ist ja dann wohl das kleinste Problem, Wohl oder? wahr. Wollte ich nur erklären gerade, bevor es näher heiß kommt. Weil es hat wieder Farbe. So. Die kann jetzt warm halten, die Töpfe halten die Hitze. Hier brauchen wir ein bisschen. Geht gleich weiter. Ja, unsere Pfanne ist jetzt heiß genug. Und jetzt braten wir hier peu à peu unsere Spießchen an. Passt sogar. Ja, wieder viel immer. Und die jetzt von allen Seiten schön anbraten. Um zu gucken, ob man sie drehen muss. Aber immer erst bei jedem Fleisch. Dann erst drehen, wenn sie sich lösen. Also wenn die festkleben oder so, nein. Dann noch liegen lassen. Schrauben wir der Zeit ein bisschen auf hier, dann geht das weiter. So, jetzt schauen wir mal hier. Ah, guck mal hier, schön. Wow. Herrlich. Also das riecht schon wie im Asia-Imbiss. Oder die Sojasauce. Probierst du mal hoch, kannst du stellen, dass überall schön Geschmack dran kommt. Wir können schon mal alles klar machen für gleich, Würde ich oder? sagen. Wir nehmen es gleich zum Anrichten. Gut, jetzt haben wir hier unsere Erdnusssoße. Wunderbar. Die ist super creamy. Ja. Dann hier unseren Reis. Ach, top, unseren Gurkensalat kommen wir noch. Fast vergessen im Kühlschrank. Geht ja gar nicht. So, ja. Jetzt haben wir hier unseren Reis. Na. Ich muss sagen, so Reis aus dem Reiskocher ist einfach immer das Beste, ne? Ja, der ist absolut fluffig. Herrlich. Dann an den Rand, ne? Ein bisschen Gurkensalat. Ja, kannst auch mitten drauf machen. Mitten drauf. Ja, ist doch vielleicht schöner, weil dann der Reis so ein bisschen auch das Dressing aufsaugt. Auch nicht schlechte Idee. Ja, das ist jetzt nichts, was ich erfunden habe. Ich glaube, das hat schon der ein oder andere vorher so gemacht. 100%. Herrlich. Ja, das könnte richtig, richtig gut werden. So. Dann hier oben drauf 2, 3 von unseren wunderschön gewordenen Spießchen.
reicht uns schon. Und dann noch ein bisschen Sesam. Damit kannst du klotzen. Ja, sehr gut. Aber mit dem Chili kannst du sparen. Ja, sehr gut. Das ist ja mein Teller, das hier. So. Unsere Frühlingszwiebeln. Ganz böse nicht vergessen. Also, damit ist der Teller YouTube-tauglich. Und ein paar Chiliflocken. Ja, guck mal. Passt. Das sieht doch mal richtig gut aus, oder? Das sieht noch mehr wie nur gut aus. Und so gehen unsere Hähnchenspieße mit einer wunderbar angerührten Saté-Soße, sage ich mal, Reis, einen richtig leckeren Gurkensalat. Rezept, wie immer auf unserer Homepage. www.ungers-kitchen.de. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Gerne einen Kommentar, ein Like da lassen. Wenn du magst, gerne ein Abo. Wir freuen uns über alles eigentlich. Ja, ciao, ne? Ja, tschüss. Und jetzt probierst du einen Spieß mit Erdnusssoße. Eiskalt hier aus der Panne raus. Es wird trotzdem heiß sein, Schatz. Ja, aber die Soße, hoffe ich milder. Guck mal hier. Yes. Gut, dass wir 8 oder 10 von den kleinen Spießchen haben, ne?